Das Leopold-Museum ist eine sehr junge Institution. 20 Jahre ist eigentlich für eine museale Institution kein Alter. Und doch ist dieses Haus in dieser Kürze der Zeit bereits weltweit bekannt und etabliert. Die London Times hat vor einigen Jahren eine Umfrage gemacht unter Experten und hat das Haus unter den Top 50 Museen weltweit gewotet. Und das ist eine sehr, sehr schöne Auszeichnung. Rund 7 Millionen Menschen haben in den vergangenen 20 Jahren das Haus besucht, haben die Ausstellungen gesehen, wurden dadurch inspiriert, angeregt, haben einen geistigen Mehrwert mitgenommen und werden hoffentlich in den nächsten 20 Jahren auch weiterhin und zahlreich aus der ganzen Welt dieses schöne Museum besuchen. Was ich am liebsten habe am Leopold-Museum ist natürlich, dass jedes einzelne Kunstwerk hier von meinem Großvater wirklich einzeln ausgewählt wurde und dass ich wirklich weiß, er hat jedes Bild, jeden Sessel, der hier steht, einzeln ausgewählt und beschlossen, dass das Teil der Sammlung werden soll. Also das ist eine ganz besondere österreichische Visitenkarte, diese Sammlung, die sich hier in diesem Museum, in diesem Konzept Schiele und seine Zeit festlegt. Und ich glaube, da kann man sich erinnern an einen Ausspruch meines Vaters, der wiederum damit Kokoschka sinngemäß zitiert hat: Was mich nicht erregt, interessiert mich nicht. Also es musste jedes Werk einen gewissen Erregungszustand hervorrufen. Es trägt zu Recht den Namen Leopold-Museum und es wäre ohne die Persönlichkeit des Herrn Leopold, dessen Vater ein Freund meines Vaters war, nie zustande gekommen. Es ist ein einzigartiges Museum, durch einen genialen Sammler entstanden, der einen eisernen Willen hatte, dass seine Sammlung erhalten bleibt und dass ein wunderbares Museum entsteht. Ja, ich muss gestehen, dass ich auch von Anfang an ein bisschen dabei war, diese Sammlung hier auch in dem Museum in der Stadt Wien auch präsentieren zu können und mich immer wieder der großartige Sammler und Mensch Rudolf Leopold beeindruckt hat. Gut geführt, immer spannend, immer bereichernd. Wir alle wissen, dass es die größte Schiele-Sammlung der Welt enthält. Das allein ist ein Grund, dass das Museum international weit über die Grenzen Österreichs bekannt und berühmt ist. Also erstens ist die Architektur für mich etwas ganz Besonderes dieses Museums, auch die Lichtführung in den oberen Etagen. Und man spürt bis heute aus meiner Sicht den Geist von dem Gründerehepaar, die es immerhin in den 50er Jahren geschafft haben, Schiele zu sammeln in einer Zeit, wo Schiele keineswegs die Anerkennung hatte, die er heute hat. Und sie haben das zukunftsträchtig in einer Weise visionär geradezu angelegt, dieses Museum. Und das ist für mich halt das ganz Besondere. Das Besondere am Leopold-Museum, es hat natürlich viele Besonderheiten, aber was mir am stärksten einfällt, dass es einfach eine geniale Privatsammlung ist, die voller Schätze ist. Ein Museum mit Weltgeltung, ein Museum mit einer der großartigsten Sammlungen, die wir weltweit kennen. Das ist einzigartig, was Rudolf Leopold als jemand, der nicht mit bildender Kunst aufgewachsen ist, hier in so frühen Jahren begonnen hat. Also es ist wirklich großartig, dass wir in Wien ein Museum von internationalem Format haben, das von einer großen Sammlerpersönlichkeit geprägt ist und wo man die Leidenschaft der Sammlerfamilie immer noch spürt. Liebe zur Kunst, Leidenschaft, die künstlerischen Epochen zu beleuchten und die Menschen anzusprechen. Nicht einfach etwas hinzustellen, sondern zu sagen, teilt das mit uns. Und das gelingt hier eigentlich sehr gut. Das Besondere ist vielleicht gar nicht an dem Museum, das Besondere ist an der Kunst, dass man sie braucht, weil sonst gehen wir an der Wahrheit zugrunde. Ja. Dass wir seit 20 Jahren die Gelegenheit haben, hier einzukehren und das Leben zu feiern, uns verändern, uns befördern zu lassen, uns wirklich ermutigen zu können, dass wir dem Leben dienen, dafür steht das Leopold-Museum für mich.
Die Sammlung und die Architektur dieses Gebäudes, dieser Einklang, der hier entstanden ist, ist ja auch dieses Besondere. Und wenn man Wien im 19. Jahrhundert als Ausstellung hier durchgeht und man gleichzeitig bei den Fenstern raussieht und Wien 2020 im Blick hat, dann merkt man erst, wie diese Gesamtkonstellation dieses Wesentliche ist. Das Besondere am Leopold-Museum ist, dass man sich hier in einer sehr umfassenden Weise einen Eindruck von Wien um 1900 verschaffen kann. Für mich ist das Leopold-Museum die perfekte Kombination von Architektur, einer großartigen Sammlung, großer Innovation und großer Weltläufigkeit. Und insofern fast ein Spiegelbild zu Wien, weil Wien ist ja auch eine große historische Stadt, eine wunderschöne Stadt, aber eine sehr moderne Stadt. Das Schöne daran auch ist natürlich das tolle Gebäude, für mich wichtig als Bauunternehmer, aber auch von einem Ehepaar mit viel Leidenschaft gegründet, gesammelt und jetzt langfristig in sichere Hände übergeben. Das macht das Leopold-Museum ganz besonders. Das Leopold-Museum versteht es auf relativ einzigartige Weise, den Gedanken des Gesamtkunstwerkes durch seine Bestände und durch seine Ausstellungen zu veranschaulichen. Das steht für Wien, das steht für Wien um 1900 und das steht eben für dieses Museum. Aus diesem Fundus von fast 4000 Kunstwerken kann man ja immer wieder auch Vergleiche anstellen. Ich glaube, das Spannende ist, all diese Weltkünstler, die hier vertreten sind, auch neben anderen Künstlern zu hängen und hier einfach viel Neues zu entdecken. Es gibt fantastische Ausstellungen hier. Meine Lieblingsausstellung war eigentlich letztes Jahr die Ausstellung Gerstl mit internationalen Beispielen von Malerei, die gleichzeitig oder sogar ein bisschen später entstanden sind. Das war großartig. Das Besondere am Leopold-Museum ist der Umstand, dass das Ehepaar Leopold über viele Jahre wichtige Kunst der Jahrhundertwende aus Wien, aus Österreich gesammelt hat, zu einem Zeitpunkt, als die Künstlerinnen und Künstler, die heute weltberühmt sind, diesen Stellenwert in der internationalen Kunstdiskussion noch nicht gehabt haben. Das ist das Besondere und das besonders Wertvolle am Leopold-Museum. Ich bewundere die Tiefe des Angebotes und auch die Breite. Und wenn ich sage Tiefe, dann meine ich zum Beispiel natürlich Schiele, wo sämtliche Phasen seiner Entwicklungsstufen erkennbar sind und die Breite, gerade in den letzten Ausstellungen, eine Art Querschnittspräsentation, wenn Sie denken an Wien 1900 oder The Body Electric oder auch Inspiration Beethoven. Also da ist ein Reichtum auf der einen Seite und da ist eine ganz, ganz neue Sprache auf der anderen Seite. Und diese Korrespondenz, die macht das Museum meines Erachtens aus. Ich liebe auch sehr Edgar Lienz, aber Schiele ist so ein Rockstar. Es ist unglaublich, dieses Leben dieses Menschen, diese Kompromisslosigkeit in seinen Werken ist so ergreifend. Ich komme auch immer hier, speziell wegen Schiele, immer wieder ins Haus. Ich liebe Colombo Moser, ich schätze Colombo Moser und ich glaube, die größte Sammlung befindet sich hier im Leopold-Museum. Und mein Lieblingsbild ist die Venus in der Grotte, die ich ganz eindrucksvoll erachte. Das Leopold-Museum füllt in der Wiener Museumslandschaft eine ganz wichtige Stelle, weil es auf eine ganz entscheidende Periode der österreichischen Kunstgeschichte fokussiert ist und dass ich jedes Mal froh bin, wenn ich halt hier durchgehe. Ich gehe ja nicht immer ins Museum, manchmal, aber meistens gehe ich ja doch durch und dann freue ich mich, dass es diese Institution gibt. Es gibt wahnsinnig viele Werke, die mich hier im Leopold-Museum auch ganz persönlich berühren. Am allermeisten wohl das der Wally Neuziel. Und ich bin sehr glücklich, dass es der Republik Österreich gelungen ist, hier das Leopold-Museum ins Leben zu rufen und die Öffentlichkeit teilhaben zu lassen an diesen unfassbaren Schätzen, die uns hier begegnen. Am besten geht man von oben nach unten die Stockwerke durch. Dann erlebt man Tradition, Aufbruch, Moderne. Ich kenne es ja
schon vor der Geburt. Und ich würde dem Leopold-Museum heute durchaus Qualitäten zuschreiben wie beweglich, schaulustig und schaufreudig. Denn was hier hängt, ist nicht trockene Kunstgeschichte, sondern das sind alles Kunstwerke, die mit Herzblut und Kraft aufwarten können. Eins der jener Häuser mit der weltbesten Sammlung der Wiener Moderne. Ein Ort der Begegnung, auch international, einfach auch nicht wegzudenken hier in Österreich. Ein amerikanischer Freund von mir, der ein Journalist ist in einer Tageszeitung in Los Angeles, hat gemeint, "You haven't seen nothing if you haven't seen the Leopold Museum." Die Kombination zwischen wirklich außergewöhnlichen Ausstellungen, die man sonst kaum irgendwo sieht, und dann verbunden, nicht wahr, die Sachen auch den Menschen, den Besuchern näher zu bringen. Und das, finde ich, ist etwas ganz Besonderes. Es ist ein Kleinod für Wien, für uns Österreicher, aber vor allem auch für die vielen Touristen, die das Museum besuchen, und ein Aushängeschild, würde ich sagen, für die österreichische Kunst im Ausland. Das Leopold-Museum ist deswegen etwas ganz Besonderes, weil, wie wir alle wissen, der Herr Leopold mit seiner Sammlung eigentlich alles dazu beigetragen hat, dass es dieses Museum in der Form gibt. Zu einer Zeit, wo das, was er gesammelt hat, noch nicht klar war, dass das irgendeine größere Bedeutung haben wird in der Jetztzeit. Und das ist die ganz wichtige Sache an diesem Museum und an der Person von Herrn Leopold. Diese unmittelbare Verbindung mit der Person Rudolf Leopold, die spürt man jetzt noch. Heute ist auch das Leopold-Museum der Quotenbringer. Also da ist gerade die Familie Leopold sehr stolz darauf, dass das so ein Publikumsmagnet ist. Und da kann man nur dazu gratulieren. Das Leopold-Museum war immer ein Ort der Inspiration und fordert uns auch immer wieder heraus, in unseren Programmen auf die Sammlung einzugehen. Hell, jung und zeitlos. Vertrautheit. Ich bin seit 20 Jahren im Leopold-Museum beteiligt. Ich war vor der Eröffnung schon hier, kann mich an mein Bewerbungsgespräch erinnern. Also für mich ist das Leopold-Museum mein erster Dienstgeber und einfach ein nicht wegzudenkender Teil meines Lebens. Für mich speziell ist das Museum natürlich etwas ganz Besonderes, da ich die Sammlung schon sehr lange kenne, auch kenne, bevor sie 2001 ins Museum gekommen ist. Selbst als junge Studentin Führungen durch die Sammlung machen konnte, als sie an verschiedenen Orten ausgestellt war. Und so sind natürlich auch viele dieser Kunstwerke ein Stück weit meiner eigenen persönlichen Identität. Es ist ein herrlicher Veranstaltungsort, an dem wir schon sehr viele lustige Stunden verbracht haben und hoffentlich noch werden. Also ich verbinde das Leopold-Museum natürlich sehr stark mit dem Rudolf Leopold, den ich ganz gut gekannt habe und bei vielen seiner Käufen auch begleitet habe. Und natürlich das Museum an sich. Ich liebe es einfach immer wieder herzukommen und ganz in Ruhe durch die Räume zu flanieren und dann wie im Rausch eigentlich aus diesem Museum zu gehen. Es ist eine wichtige Kultureinrichtung in Österreich, die nicht mehr wegzudenken ist. Es ist eine Erfolgsstory aus Privat und Staat. Das Leopold-Museum leistet sehr innovative Kulturvermittlungsarbeit und sehr innovative Ausstellungen. Nur weiter so. Und ich wünsche dem Leopold-Museum von Herzen alles Gute für die nächsten Jahrzehnte, viel Erfolg und dass hoffentlich bald wieder so viel wie möglich Besucherinnen und Besucher aus aller Welt kommen können. Ein weltweit bekanntes Museum, das sehr erfolgreich geführt ist, beliebt ist beim Publikum, das auch eine große Zukunft versichert. Einzigartig, beeindruckend und hoffentlich noch sehr, sehr langlebig. Happy Birthday.